Die österreichische Hauptstadt empfing uns mit strahlendem Sonnenschein. Wir machten uns auf den Weg zur Nationalbibliothek. Der Prunksaal gehört zu den schönsten barocken Bibliothekssälen der Welt. Von 1723 bis 1726 ließ Kaiser Karl VI. Das Gebäude für seine Hofbibliothek errichten. Die Regale aus Nussbaumholz enthalten 200.000 Bücher, unter anderem die Sammlung des Prinzen Eugen von Savoyen. Die venezianischen Prachtgloben hatten jedoch wohl eher dekorativen Charakter. Sehenswert sind die allegorischen Fresken, die Krieg und Frieden darstellen. Das Deckenfresko zeigt die Gottwerdung Kaiser Karls VI. Bei unserer Führung durften wir uns zwei alte Werke genauer anschauen. Das Buch Polygraphial aus dem Jahr 1518 enthält eine Sammlung von Geheimschriften. Gleich im Anschluss besuchten wir die Wien-Bibliothek im Rathaus. Die Forschungsbibliothek zur Geschichte und Kultur der Stadt Wien blickt selbst auf eine lange Geschichte zurück. Es gab schon mal vor uns eine Bibliothek, eine vergleichbare Bibliothek, die 1466 das erste Mal erwähnt wurde. Da gibt es eine Rechnung von einem Schlosser, der das Schloss in der Lieberei repariert hat. Neben Büchern werden auch Handschriften, Plakate, Telegramme und Nachlässe gesammelt. Aber auch die digitalisierten Wiener Adressbücher sind beliebt, besonders bei Familienforschern. Wir schauten uns die Ausstellung mit historischen Objekten zum Lehren und Lernen an. Inspiriert vom fliegenden Klassenzimmer hingen die Schulmöbel an der Decke. Eine Kuriosität im Rathaus ist der alte Paternoster, den wir natürlich ausprobierten. Die Unibibliothek Wien gilt als älteste Universitätsbibliothek im deutschsprachigen Raum. Sie wurde schon 1365 gegründet. Das Highlight ist der große Lesesaal von 1884, der von Heinrich von Ferstel gestaltet wurde. Circa 60.000 Bände und 350 Sitzplätze stehen hier zur Verfügung. Gern wird der Lesesaal auch für Filmaufnahmen genutzt. Die haben mitgehabt einen Ballon, den sie aufgeblasen haben, damit dieser Lesesaal in ein ganz bestimmtes Licht getaucht wird. Inzwischen waren wir im Magazin. Hier lagern 2,5 Millionen Bände auf 13 Stockwerken. Täglich werden 3.000 bis 4.000 Bände bestellt und ausgehoben. Nach dem Magazinbesuch genossen wir das schöne Wetter im altehrwürdigen Innenhof der Universität. Auf zur Bibliothek der Akademie der Bildenden Künste. Die Bibliothek mit den alten Holzmöbeln ist ein echtes Schmuckstück. Allerdings kämpft sie mit erheblichen Platzproblemen. Sie wurde 1877 nach Plänen von Theophil Hansen fertiggestellt. In manchen Dingen hatte er jedoch einfach einen zu teuren Geschmack. Denn Sie wissen ja, Ministerien haben auch heute noch kein Geld. Das heißt, man hat also zuerst in Hartholz angefangen, dann hat man in Weichholz weitergetan. Zum Beispiel verschiedene Einrichtungsschemen sind auch nur noch bemalt. Man konnte es sich nicht mehr leisten, das Ganze zu schnitzen. Die Bibliotheksleiterin nahm uns mit in ihr Büro. Damit eine Restaurierung der Bibliothek möglich ist, muss sie demnächst in ein modernes Gebäude ziehen. Gebäude aus Beton und Glas in der Spiegelau.
das nicht sehr verträglich ist, Menschen und Büchern, angeblich für 3 Jahre. Nach 4 Bibliotheken mit viel historischem Charme sollte es nun moderner werden. Die U-Bahn brachte uns zur Hauptbücherei am Gürtel. Die größte Zweigstelle der Bücherei in Wien zog 2003 in diesen Neubau. Die Hauptbücherei erfüllt die Aufgaben einer typischen öffentlichen Bibliothek. Sie stellt Medien und Arbeitsplätze bereit. Die Medienausleihe oder Entlehnung, wie man im Österreichischen sagt, erfolgt mittels RFID. Es gibt auch eine Mahngebühr, das heißt 20 Cent pro Tag, und wer ein Medium zu spät zurückkommt, ist wenig. Wenn man aber jetzt 25 Stück zu Hause hat, in 3 Tage, dann ist es schon wieder eine Summe. Außerdem engagiert sich die Bibliothek sehr für Interkulturalität, denn sie liegt nahe des 15. Wiener Gemeindebezirks mit einem hohen Anteil an Bewohnern mit Migrationshintergrund. Bietet deshalb eine große Auswahl fremdsprachiger Medien an und hat Angebote für Deutschlernende. Eine weitere Besonderheit ist die Computerwerkstatt mit ihren Multimedia-PCs, die beispielsweise die Erlangung des europäischen Computerführerscheins ermöglichen. Wir warfen noch einen Blick in die Kinderabteilung. Zum Schluss wurde es dann richtig futuristisch. Wir besuchten den Campus der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie sehen ja hier, es sind freistehende Gebäude auf dem Campus. Auch das war von Anfang an nicht klar, dass man das so macht. Also man hat überlegt, wie soll eine moderne Uni sein? Und da haben auch manche gemeint, es soll vielleicht ein Gebäude oder ein Turm. Also der erste Wettbewerb war eigentlich mal dafür da auszuloben, wie will man hier studieren und lernen. Also soll das ein Campus mit einzelnen Gebäuden sein, soll das ein Turm sein, wie auch immer. Und dieses Projekt hat sich dann eben durchgesetzt, weil es eigentlich sich ganz gut in die Stadt integriert. Wir versuchen auch immer mit den Nutzerinnen der Gebäude zu sprechen, weil es uns natürlich interessiert, wie fühlt man sich denn in den unterschiedlichen Architekturen, die ganz unterschiedliche Thesen vertreten. Das gelb-orange Gebäude mit den Holzlamellen ist jedenfalls recht beliebt bei seinen Bewohnern, verrät uns die Campusführerin. Bei unserem Spaziergang ergaben sich dann immer wieder neue, schöne Ausblicke. Besonders neugierig waren wir natürlich auf die Bibliothek. Der Lesesaal ragt auffällig über das Gebäude hinaus. Außen eher dunkel und kantig, überraschte uns das Library and Learning Center im Foyer mit hellen geschwungenen Formen. Die irakische Architektin Zaha Hadid war für die Gestaltung verantwortlich. Die Bibliothek ist seit September 2013 hier untergebracht. Neben gedruckter Literatur ist das Angebot digitaler Ressourcen ein wichtiger Baustein der Fachinformation. So gibt es auch in dieser Universitätsbibliothek zahlreiche E-Books, elektronische Zeitschriften und Fachdatenbanken. Aber die Bibliothek sieht sich auch als Lernwelt. Wir probierten die gemütlichen Lesemöbel und sahen uns auch den Lesesaal mit der großen Fensterfront an. Von hier kann man bis zum Prater schauen. Wir verließen die Bibliothek. Im Department 2 hatte der Architekt sogar schwarze Büros geplant. Und dann natürlich kam das österreichische Arbeitsinspektorat. Ich meine, okay, so wird es schwierig werden, dass da Leute 40 Stunden dann arbeiten können. So wurden nur Teile des Konzeptes umgesetzt. Machen wir das mal im Erdgeschoss, bei diesen freien Studierendenflächen, wo man ja als Student hier sagen kann, ich halte es eine Stunde aus, dann gehe ich wieder. Das ist ja was anderes auch. Ja. Zum Abschluss besuchten wir das rostfarbene Gebäude. Hier befinden sich die Mensa sowie Hörsäle und Projekträume. Nach unserer ausgiebigen Bibliothekentour fuhren wir die schöne blaue Donau entlang und verabschiedeten uns von Österreichs Hauptstadt.